In diesem Video schauen wir uns einmal in Affinity Designer 2.0 das Panel Farben an. Ja, in Affinity Designer 2.0 hat sich eine Menge getan. Es ist gerade die zweite Version rausgekommen mit vielen neuen Funktionen und wir schauen uns einmal an, was es da alles so Neues gibt. Und ja, weil das für uns Designer so wichtig ist, schauen wir uns jetzt einmal das Panel Farben an. Da gibt es nämlich nicht nur den Kreis, den du immer gekannt hast, sondern jetzt gibt es auch noch ein Viereck und da klicken die Farben sozusagen, sodass du die einfach abgestuft finden kannst. Bevor wir das machen, bitte abonniere doch unseren Kanal, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und vergiss nicht auf den Like-Button zu klicken. Und wenn du zum Affinity Designer Profi werden möchtest, dann schau dir unseren Kurs an, den verlinke ich hier unterm Video in der Infobox. Der ist über 15 Stunden lang und hat nicht nur jedes Panel erklärt, sondern auch noch jede Menge Workshops, in denen du ja wirklich zum Profi-Anwender wirst, da wir nicht nur alle Funktionen durchgehen, sondern du auch noch erfährst, was du damit alles so Schönes machen kannst. Jetzt erst einmal viel Spaß bei dem Video. Wir sprechen jetzt einmal über die Palette Farbe und da habe ich mir nochmal den Markus dazu geholt, weil wir nochmal auf RGB und CMYK eingehen wollen. Es ist ein bisschen verwirrend hier in Affinity. Findest du nicht, Markus? Ja doch, für den Laien oder wenn ich jetzt erstmal öffne und das vorher das Programm hatte, dann verwirrt mich das in der Tat. Ich zeige dir gerne warum. Ich gehe mal hier auf Datei neu und würde jetzt A4 hier mal auswählen und jetzt habe ich hier in Farbe eingestellt RGB, sieht man auch hier, und jetzt muss ich mich entscheiden, will ich was am Bildschirm machen, dann sollte ich natürlich RGB nehmen, dass die Farben auch so aussehen, nachher beim Drucker zum Beispiel oder am Bildschirm, wie ich sie haben will. Will ich in professionellen Druck gehen, dann sollte ich mal nicht CMYK wählen. Ja, vielleicht kann man auch mal ganz kurz den Unterschied sagen. Also RGB, die Farben sind wesentlich leuchtender als im CMYK-Bereich. Nämlich, warum? Ja, wir haben hier eigentlich zwei Farbkreise. Man spricht ja auch von den Lichtfarben. RGB sind ja auch in jedem Fernseher drin. Wenn ich die Farben übereinander lege, habe ich ja einen Weißton. Und daraus ergibt sich aber auch der primäre Farbkreis, der nämlich ein CMYK ist. Das ist der erste Unterschied. Und wir müssen im professionellen Druck auf CMYK gehen. Dann haben wir noch das Problem, dass wir, wenn wir jetzt was gestaltet haben in RGB, wir wollten das ausdrucken, haben wir ganz leuchtende, tolle Farben. Tolles Blau, tolles Grün. Und wenn ich das umrechnen sollte, also ausdrucken wollte, wäre ich enttäuscht, da ich nämlich dann nicht so ein großes Farbspektrum habe. Also die ganzen Farben würden matt werden. Darum sollte ich mir vorher überlegen, was ich auswähle. So, und wie machen wir das jetzt? Wie hier den Spagat zwischen RGB und CMYK. Also wir stellen unser Dokument jetzt in RGB ein, wenn wir wissen, dass wir das nur am Computer gebrauchen. Genau so ist es. Ja. Dann klicken wir unten rechts auf Erstellen, aber trotzdem ist in unserer Farbpalette immer noch CMYK. Genau, das ist leider von Affinity so voreingestellt. So, natürlich kann ich die auch als ganz normale Farben verwenden. Das ist ja nicht verkehrt, weil im RGB-Farbraum, der ja viel größer ist, gibt es ja auch die Farben. Aber ich würde dann hingehen und den Farbraum auf RGB auch umstellen, da ich weiß, aha, erstmal kann ich hier sowieso alle Farben wählen, die ich will, aber ich habe hier halt meine Schieberegler, dann kommt überhaupt keine Verwirrung auf. Ja, okay, sehr gut. So, jetzt wollen wir nochmal über das Feld Farbe sprechen, weil das hat noch ein paar ganz interessante Funktionen bekommen. Genau. Jetzt kennen wir alle noch bestimmt das Farbfeld Rad. Das war ja vorher angewählt und mache jetzt mal extra hier ein Quadrat offen und wähle jetzt hier mal eine Farbe aus. So, jetzt sieht man schon, Monja, ich habe hier ein Quadrat, was ja vorher ein Dreieck war. So, ich konnte also hier meine Farbe wählen, aber was ich hier nie genau konnte, wäre einfach nur die Vollfarbe auswählen, in dem Fall. Und wenn ich jetzt nur eine Abstufung davon haben wollte, ohne jetzt die Helligkeit zu verändern, muss ich jetzt hier ganz gerade rübergehen und man sieht unten schon an Werten, dass mir das kaum gelingt. Also man sieht immer, das L und das H wird hier verschoben und dafür haben sie sich was Neues einfallen lassen, nämlich das Quadrat. Ja, da braucht man nicht so eine ruhige Hand mehr, ne? Nämlich hier schnappt es ein. Genau, hier schnappt es ein, und jetzt die Vollfarbe
Also man spricht vom Vollton. Und jetzt brauche ich hier nur einmal so rübergehen und dann sieht man schon, dass die Farbe, nur der Farbton abgeschwächt wird, aber die Helligkeit im Grunde gleich bleibt. Ja, bleibt oder sich ganz leicht ändert, je nachdem. Ne? Auch hier muss man wieder eine ruhige Hand haben, wenn man das Ganze, weil ich sehe, der L-Wert, der schwankt immer so ein bisschen zwischen 49 und 52, aber es ist minimal. Es ist auf jeden Fall sehr viel einfacher, von der Vollfarbe auf kleinere oder auf Unterfarben sozusagen oder abgeschwächte Farben herunterzugehen. Genau, also für Designer, die zum Beispiel so eine Harmonie-Farbtabelle machen wollen, die man ja auch per Hand anlegen kann, ist das eine tolle Sache. Im Übrigen habe ich hier noch eine zweite Neuerung, und zwar werden hier immer die Farben angezeigt, die ich im Dokument verwendet habe. Schwarz und Weiß sind immer dabei. Ja, die hatte ich hier als erstes, das Grau, und jetzt hier das Rot ist dazugekommen. Und wenn ich jetzt hier einfach nochmal ein neues Kästchen aufziehe und eine neue Farbe anwähle, kann man sehen, kommt da auch die Farbe hinzu. So kann ich später dann, wenn ich an der Funktion gleiche Farben auswählen, kann ich nochmal auf die Farbe zurückgreifen und muss sie nicht hier groß irgendwo im Dokument suchen. Ja, sehr praktisch auf jeden Fall. Gibt es noch weiteres, was du zu der Farbe sagen kannst, da in diesem Hamburger Menü oben rechts, wenn du da draufklickst, was ist da noch zu sehen? Ja, also ich will noch mal kurz auf eines, zwar vielleicht nicht neu, aber schön ist immer, dass man jetzt auch hier direkt die Farbe, den Hexcode picken kann. Und ansonsten habe ich hier halt im Menü den Schieber. Ich kann also verschiedene wechseln. Hier habe ich auch RGB-Modus. Hier habe ich RGB-Hex. Das ist für die Webdesigner ganz interessant. Da kann ich halt Hexcode direkt picken. Ja, Farbspektrum, da kann ich also hier direkt alle Stufen rausholen. Da hat sich nicht viel geändert. Und hier die Schattierung. Interessant vielleicht ist noch dieses hier, dass man die aktuelle Farbe in die Zwischenablage kopieren kann und dann in andere Formen meinetwegen einzufügen. Ja, ansonsten hat sich gar nicht viel geändert zum Vorher. Wie gesagt, die große Neuerung, die ich auch super klasse finde, ist das hier mit dem Quadrat. Ja, okay, das war's zum Panel Farbe. Ja, man muss mal darüber sprechen. Ne? Also es ist nicht ganz unwichtig, weil Farben brauchen wir nun mal in unseren Dokumenten. Und dann sollten wir natürlich auch wissen, wie wir die auswählen können. Und, also ich besonders toll finde, dass die Farben angezeigt werden, die ich im Dokument verwende. Weil es ist häufig so, dass wenn ich was erstelle, ich schnell mal eben auf die Farbe zurückgreifen muss. Und das fand ich in Affinity immer ein bisschen, sagen wir, kompliziert. Und das ist jetzt sehr viel einfacher geworden. Genau, und warum es noch komplizierter war, kann ich Ihnen nochmal erklären. Vorher musste ich immer auf die Farbfelder gehen und da hatte ich hier immer die verbildeten Farben. Ich musste also immer umschalten und das fällt jetzt dadurch halt weg. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wenn dem so ist, dann abonniere doch bitte unseren Kanal, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und vergiss den Like-Button nicht. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.